Noch sind Dieselantriebe bei Lastwagen die gängige Antriebsart. Noch. Doch die Anstrengungen der Nutzfahrzeugindustrie, den Elektroantrieb auch im Transportgewerbe zu etablieren, laufen auf Hochtouren. Grund dafür sind die vorgegebenen Klimaziele, also die Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Hier zum Beispiel stellt Scania Kunden bereits verfügbare Lkw mit Elektroantrieb vor. Zu glauben, dass die präsentierten Fahrzeuge kaum Interesse finden, ist falsch. Zumindest in der regionalen Logistik wird sich der Antrieb schneller durchsetzen, als viele glauben. Nicht beantwortet sind allerdings viele Fragen der Ladeinfrastruktur und auch, wie die Bergung von verunfallten Lastwagen mit Elektroantrieb in der Praxis funktionieren soll. Der ADAC Truck Service hat vor diesem Hintergrund sein Servicenetz bereits restrukturiert und bereitet sich mit einem Leuchtturmkonzept auf die kommenden Aufgaben vor. Wir haben vor 2 Jahren begonnen, ins Rennen zu gehen mit 30 Leistungszentren, die wir Leuchtturmpartner nennen. Diese Leuchtturmpartner unterstützen uns, dieses Netz mit mehr als 200 Batterieexperten Stand heute entsprechend zu organisieren. Das bedeutet, dass wir schon heute bundesweit in der Lage sind, jede Gefahrenlage innerhalb von 45 Minuten zu erreichen, um entsprechend dann Hilfeleistung zu organisieren für verunfallte E-Fahrzeuge bzw. E-Fahrzeuge, die eine Panne haben. Bereits zur Jahresmitte 2023 gab es hierzulande 1,2 Millionen Elektrofahrzeuge. Bis zum Jahr 2030 soll deren Anteil bereits auf 15 Millionen anwachsen. Natürlich sind darin auch Lastwagen enthalten. Nur wird die Elektrifizierung nach Einschätzung von Branchenexperten hier viel schneller um sich greifen als erwartet. Absolut. Wir sehen heute schon, dass die großen Lkw-Hersteller ihre Prototypen auf der Straße unterwegs haben. Wir rechnen ganz fest damit, dass im kommenden Jahr, also im Jahr 2024, jeder dieser Lkw-Hersteller mit mindestens 500 bis 1000 Einheiten auf der Straße mit dieser Fahrzeuggattung unterwegs sein wird. Und wir werden eine deutlich schnellere Entwicklung haben als im Pkw-Bereich. Abschleppdienste wie die auf Lkw-Bergungen spezialisierte Firma Gerhard Krüger in Anröchte bei Soest bereiten sich deshalb bereits jetzt auf die neuen Aufgaben vor. Das Unternehmen ist einer der 30 Leuchtturmpartner des ADAC Truck Service. Fest steht, bei zukünftigen Einsätzen mit an Unfällen beteiligten Elektro-Lkw kommt es auf einen hohen Spezialisierungsgrad an, um damit verbundene Risiken für die Mitarbeiter auf ein Mindestmaß zu beschränken. Also da ist es wirklich so, in der Qualifizierung ist ein absolutes Muss. Das kann man nicht nur machen, das muss man machen. Das ist die erste Botschaft. In dieser Botschaft der Qualifizierung muss man einfach sagen, es sind wiederkehrende Schulungen. Es ist ein permanentes Update, um sich den Änderungen der Technik auch zu stellen. Da muss man nur auf qualifizierte Ausbildung setzen, die ein wirkliches Muss ist. Also der Einsatz sieht zukünftig aus, dass ein sogenannter Batteriefachkundiger das Fahrzeug bewertet vor der Bergung, sich wirklich mal einen Überblick verschafft, sind Energiespeicher beschädigt, sind sie kritisch beschädigt, müssten sie gegebenenfalls vor Bergung demontiert werden und trifft dann anhand des Beschädigungsmusters dann die entsprechenden Entscheidungen vor Ort. Das ist nicht nur die reine Bergung des Fahrzeugs, sondern das, was früher mit dem Abpumpen eines Dieseltanks getan war, ist dann zukünftig der Abbau einer Batterie am Fahrzeug. Noch einmal zur Fragestellung, wie schnell die Elektrifizierung im Nutzfahrzeugbereich greifen wird. Denn für die meisten Lkw-Fahrer ist es zurzeit ja kaum vorstellbar, dass Betankungen an der Dieselzapfsäule eines Tages der Vergangenheit angehören könnten. Grundsätzlich gilt, der Aufbau von Elektrotankstellen schreitet schrittweise voran. Priorität haben zunächst die Ballungsräume, weil dort die Luftqualität verbessert werden soll. Erst später geht es darum, die Lastwagen entlang des Fernstraßennetzes mit alternativen Energien wie Strom und Wasserstoff zu versorgen. Und auch wenn es im Moment noch nicht so aussieht, das Tempo soll rasant sein. Die Geschwindigkeit wird sehr hoch sein. In den Ballungszentren werden wir fast ausschließlich E-Fahrzeuge finden. Die Technologie für die Fahrzeuge ist fortgeschritten und die Hersteller sind in der Lage, entsprechende Stückzahlen zu produzieren. Woran momentan noch gearbeitet wird, ist die Infrastruktur, solche Fahrzeuge entsprechend zu laden und auch zu organisieren.
Und wir werden eine sehr starke Entwicklung in den Ballungszentren haben. Auf den Langstrecken, auf den Transitstrecken werden wir mit Sicherheit noch ein gemischtes Bild haben. Aber gehen Sie davon aus, dass die Geschwindigkeit sehr, sehr hoch sein wird. Und dieses Tempo erklärt, weshalb auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Feuerwehren und den Bergediensten des ADAC Truck Service immer wichtiger wird. Beide Organisationen leisten an den Unfallstellen wertvolle Hilfe. Sie sind aber auch bei der Beurteilung von Risiken und in der Gefahrenabwehr unverzichtbar. Bei der zunehmenden Elektrifizierung von Lkw und zwangsläufig daraus rekrutierenden Unfallzahlen stehen diese Organisationen vor den gleichen Herausforderungen. Eine engere Zusammenarbeit wird also noch wichtiger und erfordert von beiden Seiten die Qualifizierung sogenannter Batterieexperten. Kein Wunder, dass auf der Veranstaltung in Anröchte auch viele Feuerwehrleute aus der Region anwesend waren, um sich vom ADAC Truck Service mit neuesten Informationen versorgen zu lassen. Der Unterschied zwischen einem herkömmlichen Verbrennerfahrzeug und einem E-Fahrzeug ist schlicht und ergreifend, dass beide Fahrzeuge nur eins gemeinsam haben. Das sind die 4 Reifen und es ist das Lenkrad. Bei dem E-Fahrzeug sprechen wir von einer Hochvoltanlage. Und das bedingt, dass die Qualifizierung und die Aufklärung, wie mit solchen Fahrzeugen umzugehen ist, eine völlig andere Dimension, eine völlig andere Sachlage ist. Also insofern ist für uns ganz wichtig, Qualifizierung, Standards setzen und mit der Gefahrenlage entsprechend umzugehen. Dann ist es auch überhaupt kein Thema, mit E-Fahrzeugen zu arbeiten. Noch ist alle Theorie grau, weil elektrische Nutzfahrzeuge bislang so gut wie gar nicht an Unfällen beteiligt waren. Kommt es aber zu einem Unfall, sind mögliche Schäden nur sehr schwer zu erkennen. Lediglich ein Profi kann einschätzen, ob und wie schwer ein Akku beschädigt ist. Und nur ein Profi weiß, wie er zum Beispiel einen Brand löschen kann. Denn es ist ein fataler Fehler, ein Fahrzeug nach einem Unfall zu fluten, da es dabei schnell komplett zerstört werden kann und so zum Gefahrgut wird. Viel Fachwissen wird also von den zukünftigen Batterieexperten des ADAC Truck Service verlangt, wenn sie an eine Unfallstelle fahren. Wir im Abschlepp- und Bergebereich und alles, was mit Mobilitätswende zu tun hat, denn das Portfolio ist viel größer geworden. Wir müssen uns darauf einlassen und wer sich einlässt, wird auch Chancen haben, sich im Markt zu etablieren und auch für die Zukunft sicher und vernünftig aufgestellt zu sein. Auch wenn es uns im Straßenbild noch nicht sehr auffällt, die Zukunft des Verkehrs hat längst begonnen.